Heute testen wir, ob der neue Xtool M2 Modellbau wirklich einfacher macht und womöglich Sachen ermöglicht, die man per Handarbeit so gar nicht mehr umsetzen kann. Dabei entstehen diverse Schilder, Aufkleber, Ladegüter, eine Reliefkirche und noch vieles mehr. Willkommen bei der MOBA-Manufaktur. Starten wir erst mit dem Aufbau des Gerätes. Dies ist nach ca. 5 bis 10 Minuten geschafft und der M2 ist einsatzbereit. Soweit alles Plug and Play und auch für Anfänger total easy. Die Besonderheit des Xtool M2: Es gibt verschiedene Module bzw. Aufsätze. So kann man als Beispiel Karton oder Holz erst mit einem Motiv bedrucken, dann Modulwechsel auf den 10 Watt Diodenlaser und dieser schneidet das Motiv auch gleich direkt aus. Zusätzliche Unterstützung bringen die 2 Kameras zur Positionierung und super das Auto-Leveling. So erfasst das Gerät selber die Dicke des Materials und richtet das Modul in der Höhe danach aus. Die Xtool Studio Software für PC ist kostenlos und auch eine Handy-App gibt es. Hiermit wird der M2 später auch bedienbar sein. Die Wechselmodule halten magnetisch mit 2 Führungsstiften in Position und werden beim Tausch einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel am Geräteträger verbunden. Ein sehr geniales System. Dies wird auch noch erweitert mit 20 Watt und 40 Watt Diodenlasermodulen und einem 3 Watt IR-Laser. Jetzt aber genug Theorie, lassen wir das gute Stück mal arbeiten. Das erste Thema, das wir umsetzen: Bahnsteig- und Bahnhofsschilder im österreichischen Stil für unsere neue H0E-Anlage. Dazu haben wir ein Bild mit dem markant blauen Schild und dem Bahnhofsnamen generiert, importieren dies nach Xtool Studio und zeichnen den benötigten Schneidrahmen drumherum. Anschließend darf der M2 seine Muskeln spielen lassen. Erst wird das Schild auf starken weißen Karton mit 500 Gramm pro Quadratmeter gedruckt und nach dem Modultausch auch direkt ausgeschnitten. Nun machen wir weiter mit selbstklebendem Etikettenpapier. Wir brauchen für den K-Motion Sattelauflieger ein anderes Firmenlogo. Heidelberger Zement passt nicht in die Salzburger Umgebung, weshalb der Silo-Sattel anders beklebt wird. Hier ist das Besondere: Den abgerundeten Schneidrahmen haben wir nicht selbst gezeichnet, sondern die KI innerhalb von Xtool Studio. Die Anweisung: Schneidrahmen im Format XY mit abgerundeten Ecken erstellen. Den Vorschlag der KI übernehmen wir, richten diesen über Firmenlogo aus und los geht's. Man muss hier auch etwas darauf achten, nicht zu tief zu schneiden, sodass der Laser nicht durchs Trägerpapier durchgeht. Macht das Ablösen des Aufklebers dann deutlich einfacher. Weiter geht es mit der Präzision. Gebraucht werden Kennzeichen für den K-Motion LKW und Spanngurte fürs spätere Ladegut. Die Größe des Kennzeichens ist nur 50 mm x 1 mm. Die Spanngurte haben eine Breite von 0,7 mm. Wenn wir ehrlich sind,
bewegen wir uns hier in einem Bereich, der per Skalpell fast nicht mehr zu schaffen ist. Zumindest uns fehlt die Geduld und auch die Zeit dazu. Für den Xtool M2 eine Leichtigkeit. Was dabei auch sehr cool ist, es macht keinen Unterschied, ob ich ein Kennzeichen oder 100 erstelle. Die Qualität ist konstant hoch und präzise. Dieses Mini-Projekt bezeichne ich jetzt mal als Kreativhack. Im Prinzip ist es eine optische Täuschung. Ja, und was täuschen wir vor? Eine Wohnzimmereinrichtung. Diese drucken und schneiden wir so, dass es zusammengeklebt ein Zimmer imitiert. Durch die halbrunde Form kann man es gezielt mit Beleuchtung oder auch mit einem Maxal ausstatten. Das Ganze ist jetzt nur mal ein Entwurf. Die Idee werde ich noch verfeinern und sicher da und dort mal nutzen. Ladegut darf heute auch nicht fehlen. Wir fertigen erstmals Leimbänder aus 3 mm Sperrholz mit Firmenlogo. Das Firmenlogo entsteht dabei aus 2 unterschiedlichen Varianten. Einmal drucken wir es auf das Holz und beim zweiten Mal gravieren wir es in das Holz. Beide Methoden funktionieren ganz wundervoll, wenn man zuvor mit der Intensität ein wenig herumprobiert. Beim Druck haben sich hier 70% bewährt, sonst verläuft die Tinte etwas auf dem Holz. Bei der Gravur ist es Geschmackssache, wie intensiv diese sein soll. Zum Zweiten entstehen Schnittholzstapel, die auch ganz einfach aus dem 3 mm Sperrholz gelasert und dann direkt am Wagen verklebt werden. Die Besonderheit, das Schnittholz wird in Folie verpackt. Dabei kommt Folie zum Einsatz, die eigentlich zum Pkw-Folieren verwendet wird. Durch Hitzeeinwirkung lässt sich diese sehr schön über den Laserholzstapel über alle Seiten ziehen und klebt dann von selbst fest. Das Firmenlogo auf der Seite ist wieder als Aufkleber mit dem Etikettenpapier entstanden.
Nun wähle ich als Projektvorlage den Druck und Zuschnitt und das Material aus der sehr umfangreichen Datenbank. Schnittparameter werden der Auswahl angepasst. Die Dorfkirche stammt von der KI. Dieses Foto haben wir dann ins Xtool Studio geladen und dort mit der integrierten KI wieder eine Zuschnittkontur erstellen lassen. Diese Kontur wird noch ein wenig ans Modell angepasst, sodass wirklich kein weißer Rand mehr bleibt. Dann kann es auch schon mit dem Druck und Zuschnitt losgehen. Die Buntglas-Kirchenfenster werden auf einfaches Druckerpapier gedruckt und ebenfalls per Laser ausgeschnitten. Die transparente Fensterfolie kann auch zugeschnitten werden, jedoch nur mit einem Trick. Dazu kleben wir Kreppband über die Folie, da sonst der Laser durch das transparente Material durchgeht und es nicht schneidet. Final kleben wir alles zusammen und integrieren auch noch eine LED-Beleuchtung. Diese scheint leider durch den Karton ganz leicht durch. Zukünftig werden wir hier eine zweite schwarze Kartonlage schneiden und auf der Rückseite als Lichtdämpfer verkleben. So kann man das sicher vermeiden und das Licht kommt nur mehr durch die Fenster. Die Idee finde ich extrem klasse, da es am Markt nicht wirklich Vergleichbares gibt. Das wäre tatsächlich spannend, ob sich das auch verkaufen würde. Was denkt ihr dazu? Bitte in die Kommentare, ob ihr sowas kaufen würdet. Natürlich gehören zu so einem neuen Gerät auch Fehlschläge. Man muss ja auch erst die Erfahrung sammeln. Wir haben Graffitis gedruckt und per Laser zugeschnitten. Soweit ganz wunderbar. Leider hat in dem Moment niemand bedacht, dass die Tinte nicht wasserfest ist. Nassschiebefolie muss aber zum Ablösen vom Trägerpapier ins Wasser. Schade, dann bleibt das vorerst doch noch sehr lästige Handarbeit. Heute haben wir einen schönen Überblick bekommen, was man mit dem neuen Xtool M2 als Modellbahner alles zaubern kann. Und das waren eigentlich nur mal ein paar wenige Beispiele. Die große Stärke liegt dabei in der Präzision und ganz klar in der Stückzahl. Wenn ich nur einen einzigen Aufkleber brauche, kann man den natürlich auch per Skalpell ausschneiden. So genau wie der Laser schafft man das aber nicht. Und was ist, wenn ich den Aufkleber nicht nur einmal brauche, sondern 10-mal oder 20-mal oder 50-mal? Die Kombination von sehr guter Software mit KI und dem eigentlichen Prozess mit Drucken, Gravieren und Schneiden ist einfach genial und macht in der Praxis ganz unfassbar viel Spaß.
Wenn euch das Video gefallen hat, sehe ich es als eure Pflicht, ein kostenloses Abo dazulassen. So verpasst ihr keine spannenden Themen mehr von uns. Um viele Modellbahner zu erreichen und unser Hobby zu alter Größe zurückzubringen, unbedingt liken, hypen und teilen. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.